Hallo Maria, hallo Tim, wie geht es euch heute? Hallo Klaus. Mir geht es gut, danke Klaus. Was gibt's Neues? Nicht viel, aber ich habe kürzlich darüber nachgedacht, vielleicht aufs Land zu ziehen. Wirklich? Ich könnte mir das gar nicht vorstellen. Ich liebe die Stadt. Interessant. Ich finde beides hat seine Vor- und Nachteile. Was hat dich denn zum Umdenken bewegt, Klaus? Es ist einfach so viel los in der Stadt. Ständig Verkehr, Lärm und Hektik. Auf dem Land ist alles so viel ruhiger. Aber genau das liebe ich an der Stadt. Es ist immer etwas los. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich kann beide Seiten verstehen. Es gibt Argumente für das Leben in der Stadt und auf dem Land. Das Leben auf dem Land bietet mehr Freiraum und die Möglichkeit, sich in der Natur zu erholen. Auf dem Land hat man mehr Raum, frische Luft, und die Natur ist direkt vor der Haustür. Aber in der Stadt gibt es Restaurants, Geschäfte und soziale Einrichtungen, die man im ländlichen Raum oft vermisst. Städte bieten eine ausgezeichnete Infrastruktur. Ob Krankenhäuser, Schulen oder Einkaufszentren, alles ist in unmittelbarer Nähe. In der Tat, das sind alles gute Punkte. Ich glaube, die Entscheidung hängt stark von den persönlichen Bedürfnissen ab. Im ländlichen Raum ist die Lebensqualität oft besser. Weniger Stress, mehr Freiraum. Kann sein, aber denk mal an die beruflichen Möglichkeiten in der Stadt. Es gibt hier viel mehr Jobs und Karrierechancen. Und wie sieht es mit der sozialen Isolation auf dem Land aus, Klaus? Nun, ich denke, dass soziale Bindungen auf dem Land oft sogar stärker sind. Die Gemeinschaft ist kleiner und enger. Aber ist das nicht auch ein Nachteil? Jeder kennt jeden, es gibt weniger Privatsphäre. Das kann man so sehen, aber ich finde es schön, wenn man seine Nachbarn noch wirklich kennt. In der Stadt sind die Menschen oft so anonym. Ja, Anonymität kann sowohl gut als auch schlecht sein, je nachdem, was man sucht. Genau, in der Stadt hat man die Freiheit, sich auszudrücken und sein eigenes Leben zu führen. Ohne dass gleich das ganze Dorf darüber spricht. Mag sein, aber ist das wirklich so wichtig, wenn man dafür ständig von Lärm und Hektik umgeben ist? Für mich schon. Ich liebe das pulsierende Leben, die Vielfalt und die Unabhängigkeit, die die Stadt bietet. Was ist mit den Kosten? Leben auf dem Land ist oft billiger, oder? Absolut. Die Lebenshaltungskosten sind in der Regel niedriger. Die Mieten sind günstiger, und man braucht nicht ständig Geld für Unterhaltung auszugeben. Die Natur bietet genug. Das stimmt zwar. Aber die Stadt bietet auch Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Höhere Löhne, mehr Jobs. Und was ist mit der Infrastruktur? Öffentlicher Verkehr, medizinische Versorgung, all das ist in der Stadt besser ausgebaut. Ich denke, man muss abwägen. Wenn man ein Auto hat, und dann ist die medizinische Versorgung auch auf dem Land kein Problem. Aber was ist mit den Menschen, die kein Auto haben oder fahren können? Oder älteren Menschen, die auf näher gelegene Einrichtungen angewiesen sind? Das ist ein guter Punkt. Aber ich denke, dass man das vorher abwägen sollte.
Es gibt ja auch ländliche Gegenden, die nicht völlig abgeschnitten sind. Ich denke, für mich persönlich überwiegen die Vorteile des Landlebens. Und für mich sind es die Möglichkeiten und die Vielfalt der Stadt, die das Leben hier so attraktiv machen. Ich bin immer noch unentschlossen. Beides hat seine Reize. Vielleicht sollte ich einfach mal beides ausprobieren, bevor ich eine Entscheidung treffe. Das Ausprobieren ist eine gute Idee, Tim. Vielleicht ein längerer Urlaub auf dem Land und in der Stadt. Und wie steht es mit der Bildung? Gibt es nicht mehr und bessere Bildungsmöglichkeiten in der Stadt? Es stimmt, dass es in der Stadt oft mehr Schulen und Universitäten gibt. Aber das heißt nicht unbedingt, dass die Bildung besser ist. In kleineren Schulen auf dem Land ist die Betreuung oft persönlicher. Und was ist mit der Kriminalitätsrate? Kriminalität ist in der Stadt in der Regel höher. Das ist statistisch bewiesen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich lieber auf dem Land leben würde. Aber man sollte auch bedenken, dass Städte mehr Polizeipräsenz und bessere Überwachung haben. Es ist also nicht so, dass man ständig in Gefahr ist. Ja, das ist ein schwieriger Punkt. Sicherheit ist für viele Menschen ein entscheidender Faktor bei der Wahl des Wohnortes. Und dann ist da noch die Umweltverschmutzung. In der Stadt ist die Luftqualität oft schlechter, und es gibt weniger Grünflächen. Aber in der Stadt gibt es auch mehr Möglichkeiten für nachhaltigen Lebensstil. Mehr Recycling, bessere öffentliche Verkehrsmittel, Stadträder und so weiter. Was denkt ihr über die digitalen Möglichkeiten? Heutzutage kann man ja theoretisch von überall arbeiten. Das stimmt, und das könnte ein großes Plus für das Landleben sein. Mit einer guten Internetverbindung ist es nicht mehr zwingend notwendig, in der Stadt zu sein. Aber gerade beim Thema Internet sieht es auf dem Land oft noch schlecht aus. Die Infrastruktur ist nicht immer ausreichend. Ich finde es einfach schön, wenn man nach einem langen Arbeitstag in der Natur entspannen kann. Und ich finde es toll, wenn ich nach der Arbeit einfach mit Freunden essen gehen, ohne lange fahren zu müssen. Ihr macht es mir wirklich nicht leicht. Beides klingt sehr verlockend. Es ist auch eine Frage des Alters, denke ich. Im jüngeren Alter ist die Stadt attraktiver, aber wenn man älter wird, schätzt man die Ruhe mehr. Das ist vielleicht ein Klischee. Ich kenne viele ältere Menschen, die das Stadtleben lieben. Ich denke, Kinder profitieren von mehr Freiraum und einer natürlichen Umgebung. Aber die Bildungsmöglichkeiten und die kulturelle Vielfalt in der Stadt sind auch nicht zu verachten. Es ist auch eine Frage der Work-Life-Balance. Auf dem Land hat man weniger Ablenkungen und kann sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und was ist mit der Anbindung? Wie sieht es mit Reisen aus? Wenn man auf dem Land lebt, ist man auf ein Auto angewiesen. Aber ich sehe das nicht unbedingt als Nachteil. In der Stadt kann man alles bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Und Flughäfen sind meist auch in der Nähe. Beide Punkte sind valide. Es hängt davon ab, wie mobil man sein möchte oder muss. Und dann ist da noch die Lebensmittelqualität. Auf dem Land hat man oft Zugang zu frischeren Produkten.
aber in der Stadt gibt es Bauernmärkte. Und eine große Auswahl an Lebensmittelläden, sogar internationale Küche. Ihr seid unerbittlich. Es gibt wirklich für alles ein Für und Wider. Das ist das Leben, nicht wahr? Voll von Entscheidungen und Kompromissen. Absolut. Und letztendlich muss jeder für sich selbst entscheiden, was ihm am wichtigsten ist. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.